Hallo, ich bin Klaus Eisenwetter, Humanmorphologe und seit über 20 Jahren praktizierender Morpheus Profiler. Kommen wir einfach nochmal dazu, was Profiling im Einzelnen bedeutet. Profiling ist natürlich nicht alleine darauf ausgerichtet, in der Forensik oder in der Kriminologie zu arbeiten, sondern wir reden hier, und ich rede hiervon auch mit meinem Team, immer vom Thema Charakterprofil, Persönlichkeitsprofil. Das heißt, wer sind Sie? Wer wollen Sie möglicherweise sein? Sind Sie das schon, was Sie sein wollen oder auch nicht? Und in dem Zusammenhang möchte ich Ihnen heute nochmal eine Geschichte erzählen zum Thema auch plastische Chirurgie. Warum sind wir überhaupt in der Lage, aufgrund eines Fotos, eines Gesichtes, eines Kopfes überhaupt diese Analysen zu machen, unabhängig davon, dass sie gebildet, geprägt sind, die Gesichter, die Köpfe, ja, aus Grund der Genetik, der Epigenetik, der Hormone etc. und so vieles mehr. Und da möchte ich einfach mal zurückkommen nochmal auf das Thema oder überhaupt auf das Thema plastische Chirurgie. Warum können wir das sehen? Ganz einfach. Und zwar, Sie müssen sich vorstellen, euer Kopf, euer Gesicht besteht symbolisch aus Wellenbergen und Wellentäler. Wenn ihr zum Beispiel euch mal am Kopf anfasst, ihr wascht euer Haar, dann werdet ihr feststellen, dass es alles keine Ebenheit hat. So, die Frage ist, warum ist das so? Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt in einem bildgebenden Verfahren seid, in einem sogenannten Magnetresonanztomographen, dann würdet ihr zum Beispiel erkennen, dass euer Kopfgerüst, ja, so um eure Gehirnanatomie angelegt ist, angefangen vom Kleinhirn, vom Hirnstamm, vom limbischen System bis hin zur Großhirnrinde, dass es ähnlich angelegt ist wie so eine Art Maßanzug. Und das Phänomen ist, was man zum Beispiel damals herausgefunden hat, das war damals, als man das Gehirn von Albert Einstein seziert hatte, war sehr interessant gewesen, dass man gesagt hatte, okay, wieso ist zum Beispiel seine graue Substanz an verschiedenen Seiten verdichtet gewesen und warum hat zum Beispiel die graue Substanz an manchen Bereichen mehr Gliazellen gehabt auf ein Neuron. Hier gilt es aber jetzt zu verstehen, welche Bedeutung haben Gliazellen. Ich will jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe reingehen, ich will einfach nur ein Beispiel aufmachen. Gliazellen sind unter anderem als Zuckerlieferant für das einzelne Neuron verantwortlich. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt wir im präfrontalen Kortex, ja, das heißt alles, was hinter dem Stirnbereich liegt, sehen, wie zum Beispiel auch hier diese Wölbungen da sind, die Wölbungen, das heißt die Berge und die Täler, können wir erkennen, wie dicht die graue Substanz ist aufgrund der Verdichtung mit den Gliazellen zusammen. Das heißt, da wo zum Beispiel ursprünglich man den sogenannten Mathematiksinn erkennen konnte, hatte man einfach festgestellt, dass man auf zwei Gliazellen ein Neuron vorgefunden hat. Und dadurch war die graue Substanz dort verdichtet gewesen, was letzten Endes dazu führte, dass der präfrontale Kortex genau in diesem Segment die Schädelkonstruktion nach außen gedrückt oder geprägt hat. Das heißt, dort, wo man dann sagen würde, wow, das sind die sogenannten Wölbungen. Ich gebe euch noch ein weiteres Beispiel. Bei Männern ist es häufig so, ihr seht es zum Beispiel bei mir, dass ihr zum Beispiel so eine sogenannte Unterstirnwölbung habt. Und wenn ihr jetzt euch zurückerinnert, wenn ein Kind geboren wurde, dann hat es das nicht. Es hat nicht diese sogenannte Unterstirnwölbung. Das bekommt erst im Laufe der Jahre dann, vor allem dann in der präpubertären Phase. Und das ist ein Bereich, da nennen sie in der Fachsprache der sogenannte orbitofrontale Kortex, der sich in der Regel erst präpubertär und pubertär entwickelt. Und da haben wir nun mal festgestellt, dass hier vor allen Dingen gerade der Bereich der Geschwindigkeit der Erfassung, der Auffassung, Beobachtungsgabe unter anderem hier natürlich sehr prägend ist, weil die Dinge nach außen gerichtet sind. Und so können wir das natürlich sehr gut übersetzen. Das heißt, und das ist wichtig zu verstehen, wir lesen keine Gesichter. Wir müssen einfach die Biometrie des Gesichtes und des Kopfes, die übersetzen wir in Verhaltensweisen. Das ist jetzt vor über 100 Jahren, hatte man damals, das war die sogenannte Neopsychophysiognomik, hatte man damals entwickelt gehabt, hatte natürlich extrem auch sehr, sehr viele Schwächen gehabt. Und gerade durch die Entwicklung der letzten 120 Jahre, gerade im Bereich Hormonforschung, Genetik, Epigenetik etc., haben wir das natürlich in der Humanmorphologie mit integriert und haben dadurch das aktuell modernste System im Bereich der Gesichtsdiagnostik, der Gesichtsanalyse und damit auch in der Übersetzung des Persönlichkeitsprofils. Deswegen arbeitet man halt stark international.
Weil man natürlich das auch geprüft hat, weil immer kommt die Frage nach der Beweisfähigkeit auf. Funktioniert das denn wirklich? Gerade für die Kritiker in dieser Runde ist es völlig normal und völlig menschlich auch zu sagen, okay, ich kenne dieses Thema nicht, aber ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass man aufgrund eines Gesichtes oder einer Kopfstruktur erkennen kann, mit wem wir es zu tun haben. Es ist nur so, da ich natürlich seit Jahrzehnten mit Regierungsbehörden im Hintergrund gearbeitet habe, weiß ich natürlich, was möglich ist, in welcher Differenzierung. Und wenn Sie genauso viele Analysen gemacht hätten wie ich und ich bekomme natürlich jedes Mal Feedback, stimmt das nicht, etc. Und natürlich aufgrund des Feedbacks weiß ich, mit welcher Genauigkeit hier wir arbeiten. Und wir sind mittlerweile in einem Zeitgeist, wo natürlich gerade auch das Thema künstliche Intelligenz im Kommen ist. Und sie werden, ob sie das ablehnen oder nicht, das spielt an sich für uns jetzt nicht wirklich zwingend eine Rolle, wird immer mehr in die Öffentlichkeit drängen. Das Grundprinzip der sogenannten Transparenz. Entscheidend ist aber auch, und das ist für mich und meinem Team extrem wichtig, dass wir hier bei dieser Thematik extrem verantwortungsvoll mit umgehen. Weil wir haben mit Menschen zu tun, die in allen Richtungen ihre Ausdrucks- und Schattenbereiche zeigen und unabhängig der Ethnie sind. Als ich zum Beispiel auch mal, um eine ganz kleine Geschichte noch dran zu hängen, in Asien war, weil ich immer wieder gefragt werde, ist das denn überhaupt universell, dieses Thema, obwohl es ein neues europäisches System ist im Bereich der Persönlichkeitsprofilierung? Da sage ich, natürlich ist das Thema international. Als ich zum Beispiel mit einem Freund in Shanghai war und wir, wirklich ein ganz banales Beispiel, ja, wollten wir einfach mal einen wunderbaren Tee kaufen, chinesischen Tee, und mein Freund selber, Wissenschaftler, war dann der Meinung, der chinesischen Dame, die dieses Geschäft gehört hatte, auf mich aufmerksam zu machen, obwohl ich das nicht wirklich wollte. Und sie war natürlich neugierig, weil ihr Sohn auch dort im Geschäft herumgelaufen war. Und sie fragte dann, ja, weil sie hat ein Problem mit ihrem Sohn, ob man das auch erkennen könnte als Europäer. Weil man ja glaubt als Europäer, das chinesische Gesicht, das asiatische Gesicht sieht irgendwie etwas anders aus. Und ich habe dann den kleinen Sohn analysiert. Und was passierte auf einmal? Sie war total erstaunt und fast erschreckt, weil sie nicht dachte, dass ein Europäer auch ein chinesisches Gesicht extrem gut analysieren konnte und sehr differenziert. Und dann war sie auf einmal 10 Minuten verschwunden und wir waren auf einmal allein in diesem Geschäft. Kasse war da, ja, es war, also, ja, wir haben uns selber gewundert. Und auf einmal kamen sie mit 6 weiteren Personen an und mit ihren Smartphones, und alle waren dann der Meinung, sie würden gern nochmal eine Analyse haben von ihrem Sohn oder von ihrer Tochter per Smartphone. Es war ein sehr heiterer Nachmittag gewesen, sehr überraschend, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber es hat sich nun mal so ergeben. Und so konnte man einfach auch feststellen, vor allen Dingen auch mein Wissenschaftsfreund, der erst nicht gedacht hat, dass das funktioniert, aber es funktioniert natürlich genauso auch im asiatischen Kulturkreis. Wie gesagt, dieses Wissen ist universell, und gerade um den Rahmen einfach rund zu machen, gerade auch im Bereich der plastischen Chirurgie, wenn Sie zum Beispiel Botox in Ihr Gesicht spritzen lassen, sollten Sie immer aufpassen, weil das Botulinum entspannt Ihre Nerven, und wenn es Ihre Nerven entspannt, kann dadurch nicht mehr der Befehl gesendet werden, an den Muskel zu kontrahieren. Beispiel, Sie wollen jemandem etwas erklären, und jetzt passiert auf einmal eins, ja, früher hätten Sie, das können Sie mal bei sich selber vielleicht mal beobachten, wenn Sie jemandem was erklären, und Sie erklären jemandem, und dann machen Sie meistens Folgendes, und das ist natürlich unbewusst, indem Sie Ihre Stirn in Runzeln ziehen. Das heißt, wenn Sie etwas sagen, haben Sie das verstanden? Und was machen wir? Wir ziehen die Stirn nach oben, ob wir wollen oder nicht wollen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie können das auf einmal nicht mehr, weil Sie Botox, Botulinum in Ihre Stirn gespritzt bekommen haben. Und jetzt versuchen Sie jemand was zu erklären ohne eine Gesichtsmimik, weil sie entspannt wurde. In der Schauspielerei natürlich ganz gefährlich. Warum? Weil Sie Ihre Eigenschaften, die Charaktereigenschaften, die Sie möglicherweise in Ausdruck bringen wollen, wie zum Beispiel Freude, Wut, Hass, überhaupt nicht mehr in das Gesicht gestalten können. Zum Beispiel, Sie wollen jetzt jemandem sagen, Sie erzählen einen Witz, der wirklich lustig ist, und Sie wollen mitlachen, und auf einmal haben Sie nur noch eins, so, Sie können gar nicht mehr mitlachen. Studien auch dazu geben eine klare Aussage. Die Studien sagen aus, man hatte zum Beispiel, nachdem Menschen mit Botulinum gespritzt wurden, hat man IQ-Test machen lassen, sowohl vorher als auch nachher, und kam zu dem Ergebnis, dass der Intelligenzquotient eines Menschen um bis zu 15 IQ-Punkten gefallen ist.
Das heißt, diese Aussage, könnte Botulinum an der falschen Stelle das Ganze etwas, und das ist jetzt vielleicht eine bewertende Aussage, sie kommt nicht von mir, sondern von der Studie, dass das Ganze etwas dann, wir würden wahrscheinlich im Volksmund etwas dümmlich rüberkommt, das kann dann passieren, ja. Deswegen sollten Sie immer vorher überlegen, wo Sie Botulinum hineinspritzen lassen würden, weil es hat definitiv Wirkung sowohl auf sich selbst, auf Sie selbst, auf euch, als natürlich auf die Umgebung, weil ihr dadurch neue Resonanzmuster schafft. Weil wenn ihr guckt, als ob ihr nicht daran teilnehmt in eurem Gesichtsausdruck, in eurer kompletten Mimik, ist es natürlich manchmal auch schwierig, dann in eurer Aussage ernst genommen zu werden. Deswegen Rat von meiner Seite aus, seid vorsichtig, seid auf der Hut, was ihr spritzt, ja, wie und wo ihr das hineinspritzen lasst, weil, wie gesagt, aufgrund der Erfahrung, die ich jetzt seit mehreren Jahren habe, auch mit plastischen Chirurgen, solltet ihr immer prüfen, ja, ob wirklich das gewünschte Resultat das erzielt, was ihr euch erhofft. Wenn ihr mehr solche Geschichten, wenn ihr mehr über das Thema Profiling und Humanmorphologie erfahren wollt, begleitet uns, folgt uns. Ich freue mich, euch bei der nächsten Geschichte wiederzusehen.